Frau Ammer, sie erlebte im Jahre 2011 ihre erste Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu und was haben Sie dabei erlebt? Das war so, ich habe mich damals auf die Suche nach mehr Spiritualität in meinem Leben begeben. Ich wurde als Kind sehr streng römisch-katholisch erzogen, habe dann immer mehr mit der Zeit den Zugang dazu verloren und fand dann im Januar 2011 zurück wieder zu meinem christlichen Glauben. Ich hatte aber Mühe mit diesem oft weit verbreiteten Gottesbild eines rachsüchtigen Richtergottes und von dieser ewigen Höllenstrafe. Das war für mich unvereinbar mit den Worten, die in der Bibel stehen, dass Gott die Liebe ist. So habe ich mich dann mit diesen Gedanken beschäftigt und ich hatte plötzlich den Einfall, dass wir Menschen ja diese gefallenen Engel sein könnten, die in der Bibel erwähnt werden und dass wir uns durch zahlreiche Lebensläufe unsere Seelen läutern können und so eines Tages wieder in unsere geistige Heimat zurückkehren dürfen. Ich stieß dann kurze Zeit später auf Origenes und auf die Schriften von Jakob Lorber und fand genau das, diesen Gedanken bestätigt. Und das löste in mir so eine Art Euphorie aus, fast einen Erleuchtungszustand, der dann in eine Bewusstseinserweiterung mündete. Und das kann man sich so vorstellen, dass plötzlich diese zwei Welten, die materielle und geistige Welt, für mich diese zwei Welten fingen sich an zu verschmelzen. Ich kann das in Worte gar nicht fassen, weil einfach plötzlich das Geistige und das Materielle waren für mich auf einmal gleichzeitig wie real. Das hat sich dann immer mehr intensiviert an diesem Tag und am Abend. Ich hatte damals noch ein Pferd, ich bin in den Stall gegangen, weil ich den Stall machen musste und sogar mein Pferd hat das wahrgenommen. Das hat regelrecht verrückt gespielt neben mir. Ich konnte es nicht begreifen. Ich bekam es dann langsam mit der Angst zu tun. Bin dann nach Hause gegangen und am späteren Abend ins Bett und ich hatte wirklich Angst. Ich hatte das Gefühl, ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Und ich saß dann im Bett, ich hatte die Bibel fest in der Hand und plötzlich war es um mich schwarz. Und dann sah ich in der Ferne, ganz weit weg, ein Licht, eine Lichtquelle und ich befand mich dann auf einmal wie in einer Art Tunnel und habe mich auf dieses Licht zubewegt. Und irgendwann war ich bei diesem Licht angekommen und in diesem Licht, also richtig eingehüllt in diesem Licht. Und aus diesem Licht ist dann ein Saal entstanden, ein großer Raum. Ich weiß noch, zu meiner Rechten sah ich große Fenster, so Rundbogenfenster. Sie hatten keine Scheiben, aber ich sah draußen den blauen Himmel. Die Farben waren ganz intensiv, ganz anders als hier in dieser Welt, in unserer Welt. Und der Raum leuchtete aus sich selbst. Und vor mir war immer noch dieses Licht und ich weiß, wie ich mich gewundert habe, wo ich jetzt hier bin. Und ich habe mich gefragt, was ist los? Bin ich gestorben? Ist das der Himmel? Und wo sind all die Gestalten, die da um den Thron Gottes herum sich begeben? Und ich sah nichts anderes als das Licht. Ich war allein mit diesem Licht in diesem Raum und es zog mich magisch an und dieses Licht strahlte eine unglaubliche Liebe und Wärme aus. Und auf einmal vernahm ich in mir eine Stimme. Das war wie telepathisch. Ich habe das nicht mit meinen leiblichen Ohren gehört, ich habe das in mir vernommen. Und diese Stimme sagte, dass ich mich auf den rechten Weg gemacht habe und dass ich einen neuen Namen bekommen werde. Und ich habe so ganz kindlich, naiv geantwortet, warum einen neuen Namen? Ich habe ja bereits einen Namen und
was ist das hier, was soll das? Und da spürte ich, wie ich mit einem Gummiband wieder zurück in diesen Tunnel gezogen wurde. Es wurde wieder finster und ich bin wieder zurück in meinen Körper und saß kerzengerade im Bett, immer noch die Bibel in der Hand und dachte zuerst, ich habe geträumt. Ich habe mich gewundert, was das jetzt war. Es war nicht wie ein Traum, aber so real, und habe mich dann einfach hingelegt und bin eingeschlafen. Was für Auswirkungen hatte diese Erfahrung auf Ihr weiteres Leben? Das war dann so, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und dieser vermeintliche Traum konnte ich einfach nicht vergessen. Es hat mich sehr beschäftigt und ich habe dann im Internet Nachforschung betrieben. Ich stieß sehr schnell auf Nahtoderfahrungen. Ich habe früher immer gedacht, dass das immer mit einem lebensbedrohlichen Ereignis zusammenhängt und habe dann gelesen, dass das auch bei Bewusstseinserweiterung eintreten kann, bei einem Schockerlebnis oder sogar im Schlaf. Und kam mir das erste Mal der Gedanke, dass ich vielleicht so etwas erlebt habe. Es war dann so, dass die Bewusstseinserweiterung nicht wegging. Es hat sich dann intensiviert und gegen Mittag hatte ich plötzlich so seltsame Gedanken. Das waren so ganz schlimme Gedanken. Ich wusste gar nicht, was mir da geschieht. Es waren so gotteslästerliche Worte, Gedanken. Und ich habe es mit der Angst zu tun bekommen. Ich konnte das im ersten Moment nicht abstellen. Es ging nicht weg. Es wurde immer mehr und mehr. Und in meiner Not habe ich dann das Vaterunser angefangen zu beten, weil das das Einzige war, was mir in dem Moment eingefallen war. Und damit konnte ich diese Stimmen in mir oder diese Gedanken vertreiben. Es kam dann immer wieder, mal intensiver, mal weniger, aber ich hatte dann eine Waffe in der Hand, wie ich dagegen vorgehen konnte. Es ging dann weiter, ich wurde plötzlich hellsichtig. Ich habe Geistgestalten gesehen, ich habe so nebulöse Gebilde gesehen, im Raum herumschweben. Ich habe Geistwesen gehört, miteinander sprechen, also richtige Dialoge. Und ich wurde sehr stark hellfühlig. Und das hat mein Leben dann sehr beeinflusst, nachhaltig. Und mir wurde immer mehr bewusst, dass sich da eine neue Dimension für mich geöffnet hatte und dass ich mein Leben so, wie ich es bisher gelebt habe, nicht mehr weiterleben konnte. Später erlebten Sie noch eine weitere Nahtoderfahrung, die eher unschön für Sie war? Das war so, meine Antennen, was so feinstoffliche Einflüsse betraf, wurden immer mehr verfeinert. Und ich hatte damals einen Bekannten, der eine sehr starke negative Wesensveränderung durchmachte. Also ich war damals zumindest der Ansicht. Ich wollte diesem helfen, weil ich dachte, dieser Mensch steht unter einer Beeinflussung von irgendwelchen Geistwesen. Und ich habe dann im Internet ein Befreiungsgebet hinuntergeladen und dieses angewendet. Ohne sein Einverständnis, er wusste nichts davon. Und ich bin dann am Abend wieder ins Bett gegangen und fand mich plötzlich wieder in einer ähnlichen Situation wie beim ersten Mal. Plötzlich war ich wieder in einer Dunkelheit. Es war dann aber nicht so, dass ich wieder dem Licht entgegenschwebte, sondern es ging eher runter in einen dunklen, kalten Tunnel. Ich hatte Angst und plötzlich befand ich mich in einer felsigen Gegend. Es waren überall Steine und ich bin da rumgeklettert und habe diese Person gesucht, konnte sie nicht finden und plötzlich hat es angefangen zu regnen. Und da habe ich im Tal unten eine kleine Lichtquelle gesehen. Und in Gedankenschnelle war ich dort und stand dann vor einer kleinen Hütte, das kann man vergleichen mit einer Alphütte. Ich öffnete die Tür, ging hinein und sah dann, es war ziemlich dunkel, aber ich sah trotzdem alle Umrisse, die wichtig waren. Und in der Mitte hat es so einen Querbalken in dieser Hütte und auf diesem Querbalken saß eine Kreatur, ein Wesen. Und dieses Wesen hat mich ausgelacht. Ich war total schockiert, weil dieses Wesen, das war so unglaublich hässlich, so etwas habe ich noch nie zuvor gesehen.
Und dieses Wesen hat mich einfach so ausgelacht, auf hämische Art und Weise. Ich war so schockiert, ich war wie gelähmt. Und dann spürte ich plötzlich, wie etwas Warmes, Nasses über mich hinunterlief. Und bemerkte dann, dass dieses Wesen auf mich urinierte und auf mich kotete. Ich habe mich fürchterlich geekelt und ich war total geschockt. Und auf einmal wurde ich wieder mit einem Gummiband zurück in diesen schwarzen Tunnel gezogen und kam dann wieder zu mir in meinen Körper im Bett. Und ich saß kerzengerade im Bett, schweißgebadet, total verängstigt. Und das Erlebnis ist mir sehr eingefahren. Und aus der Folge haben sich dann meine Wahrnehmung noch mehr verstärkt in diese Richtung, die ich schon angesprochen habe. Wie hat sich das auf Ihr Leben ausgewirkt? Für mich ging das Leben so wie bisher einfach nicht mehr weiter. Ich hatte massiv Probleme bekommen. Mir wurde auch eine Therapie nahegelegt, die ich dann wieder abgebrochen habe, weil ich konnte darüber nicht sprechen. Ich konnte mit niemandem darüber sprechen, weil ich hatte Angst, dass ich da in eine verrückte Ecke gestellt wurde. Für mich war das alles sehr real. In der Folge bin ich dann auch irgendwann schwer erkrankt. Und ich habe dann auch einen Weg gesucht, wie ich aus dem Ganzen wieder hinauskomme. Wie gelang es Ihnen, wieder aus dieser schwierigen Lebenssituation wieder herauszukommen? Ich habe dann angefangen, mein Leben aufzuarbeiten. Das war im Sommer 2012. Es war so, dass ich manche Menschen erfahren ja bei einem Nahtoderlebnis so einen Lebensfilm und das war bei mir ganz ähnlich. Nur eben in der realen Welt. Mir wurde alles vor Augen gelegt, was ich mein Leben lang erlebt habe, alles, was mir angetan wurde und alles, was ich anderen Menschen angetan habe. Und das hat sich dann nicht in einem Blick abgespielt, sondern über 2, 3 Jahre. Und ich habe dann zuerst vielen Menschen vergeben müssen, aber noch viel mehr Menschen musste ich um Vergebung bitten. Ich habe die Menschen, die ich nicht erreichen konnte, habe ich Briefe geschrieben und sie im Anschluss verbrannt. Und insgesamt waren das gut an die 3000 Briefe, die ich dann über die 2, 3 Jahre geschrieben habe, jetzt ohne Übertreibung. Und so konnte ich Schuld für Schuld abtragen und es wurde mir auch wieder leichter. Später machten Sie auch noch eine außerkörperliche Erfahrung. Ja, das war, nachdem ich die Themen mit meinen Großeltern bearbeitet hatte. Es war ein Nachmittag. Ich war müde und wollte mich ausruhen. Ich war da in einem Zimmer, habe mich ein bisschen hingelegt und spürte plötzlich, wie sich meine Seele aus meinem Körper herauslöste. Und das war ganz seltsam, weil ich bin nicht irgendwie aus mir rausgestiegen, sondern ich bin wie ein Brett hochgeklappt, also wie aufgezogen worden und bin dann durch die Türe geschwebt und dann runter durch die Diele, durch die Decke in die Küche, in den unteren Stock. Und in meiner Küche hatte es damals einen Backofen, da gab es ein Glas, da hat man sich drin spiegeln können und ich sah dann mein Gesicht da drin und plötzlich hat sich mein Gesicht angefangen zu verändern. Andere Gesichter sind plötzlich aus meinem Gesicht zum Vorschein gekommen und ich hatte das Gefühl, diese Gesichter gehen aus mir raus und plötzlich standen 4 Geistwesen oder 4 Gestalten hinter mir. Und warum, weiß ich nicht. Ich ging dann ins Badezimmer und diese Wesen folgten mir. Das war ganz lustig. Das Zimmer war ganz klein, das Bad ganz schmal, ganz klein. Und das hat sich plötzlich ausgedehnt, sodass wir alle da drin Platz hatten.
Und das war dann so, wir hatten eine Badewanne in diesem Zimmer und in dieser Badewanne lag ein junger Mann. Und der war total entrüstet und wusste nicht, wie ihm geschehen war. Also als Geist? Als Geist, ja, lag der da drin. Und der wusste nicht, was ihm geschehen war. Er hatte vorher Suizid begangen, aber lebte immer noch. Und das gefiel ihm gar nicht. Er kam damit nicht klar, weil er dachte, nach dem Tod ist alles aus und jetzt lebt er noch weiter. Und dann waren noch 2 ältere Herren da, die hatten ganz altertümliche Anzüge, so wie vielleicht vor 100, 150 Jahren dann angezogen waren. Die waren vor mir, der eine saß auf dem Klodeckel, der andere stand nebendran und ich habe mich mit ihnen unterhalten, weiß aber nicht mehr genau, um was es ging. Es war eigentlich nicht so gewichtig. Und dann war auch noch mein Großvater da. Ich saß ihm auf dem Schoß und er hat mir erzählt. Und ich habe ihn vor allem daran erkennen können, dass er einen Dialekt sprach, wie die älteren Menschen früher in unserem Dorf noch sprachen. Wir haben einen ganz eigentümlichen, speziellen Dialekt. Und er hat Worte benutzt, die nur er immer benutzt hat. Und ich wusste einfach, es war mein Großvater. Dann habe ich ihn gefragt, ob er meine Großmutter gesehen hat. Und da hat er mir nicht geantwortet. Das fand ich dann ganz komisch. Und plötzlich geht die Türe vom Bad auf und meine älteste Tochter kommt hinein. Und sie geht zum Spiegelschrank, öffnet ihn, wühlt ein wenig drin herum und geht dann wieder aus dem Bad raus und schließt die Türe. Und das war dann auch das Erlebnis. Plötzlich fühlte ich mich wieder wie mit einem Gummiband zurückgezogen, schwebte wieder durch die Decke, durch die Tür. Ich bin dann zurück in meinen Körper eingetreten und diesmal war es ganz anders. Mein Körper fühlte sich ganz schwer an, ganz wie Bleien. Ich konnte mich kaum bewegen. Ich konnte kaum aufstehen. Es war ganz seltsam. Und das Erlebnis war so außergewöhnlich, dass ich das aufgeschrieben habe. Ich habe das wirklich niemandem erzählt. Und was auch ganz, ganz einschneidend für mich war, meine Hellsicht und diese Hellhörigkeit sind nach diesem Ereignis verschwunden. Die Hellfühligkeit blieb, aber die anderen Dinge waren dann plötzlich verschwunden. Und so ist dann auch eine gewisse Ruhe wieder in diesem Bereich zumindest in meinem Leben eingekehrt. Ihre Tochter kam als Mensch in dieses Badezimmer? Die kam als Mensch in das Badezimmer. Ich habe das nachher herausgefunden, dass sie auch während dieser Zeit tatsächlich drin war, aber sie konnte uns nicht wahrnehmen. Wie hat sich Ihr Weltbild aufgrund all dieser besonderen Wahrnehmungen und Erfahrungen verändert? Ich bin viel nachsichtiger geworden mit meinen Mitmenschen. Ich hatte früher sehr große Mühe mit Vergeben. Das fällt mir heute wesentlich leichter. Ich zelebrierte früher abgrundtiefen Selbsthass und Selbstzerstörung. Heute bejahe ich mein Leben. Ich versuche, manchmal gelingt es mehr, mal weniger zu werten, zu urteilen, zu richten. Und all die Widerwärtigkeiten in meinem Leben, vor allem nach meinen Erlebnissen, wurden mir zum Segen und bilden das Fundament zu dem Menschen, den ich heute bin und zu meiner heutigen Tätigkeit. Frau Ammann, herzlichen Dank für das Gespräch.